Der Versuch zur Bestimmung des Glühverlusts ist ein grundlegender Versuch. Bei diesem Versuch wird die Masse an organischen Bestandteilen einer Bodenprobe bestimmt. Und dies ist wichtig, weil ein hoher organischer Anteil zu hohen Setzungen führen kann. Um den Anteil der organischen Masse des Bodens zu bestimmen, muss sowohl die Gesamtmasse einer Bodenprobe als auch die Masse des organischen Materials ermittelt werden. Dies ist möglich, indem organisches Material der Probe restlos verglüht wird. Auf diese Weise wird der sogenannte Glühverlust erzeugt. Zur Durchführung des Versuchs wird entsprechende Sicherheitskleidung, eine Bodenprobe, Mörser und Pistil, ein Sieb der Größe 400 Mikrometer samt Auffangschale, einer oder mehrere Tiegel, etwas Werkzeug, eine Waage, die auf 0,01 Gramm genau einwiegt, eine Waage, die auf 0,0001 Gramm genau einwiegt, ein Exikator, ein Wärmeschrank und ein Muffelofen benötigt. Die Mindestmasse der Bodenprobe hängt von der Bodenart ab und kann bis zu 1000 Gramm bei Kies betragen. Zunächst muss die Bodenprobe vorbereitet werden. Dafür wird sie im Wärmeschrank bis zur Massenkonstanz bei 105 Grad Celsius getrocknet. Nach Abkühlung in einem dichtschließenden Behälter oder Exikator werden feinkörnige Proben per Mörser pulverförmig zerkleinert. Bei sandigen oder kiesigen Proben wird sie bis auf Einzelkorngröße zerkleinert. Die Tiegel, in denen die Proben untersucht werden, sind auf 0,01 Gramm genau zu wiegen. Somit ist alles vorbereitet und die Versuchsdurchführung kann starten. Zunächst wird die Probe in einen ausreichend großen Porzellantiegel gegeben, der maximal zu 2/3 gefüllt sein darf, und anschließend eingewogen. Danach wird die Probe im sogenannten Muffelofen bei 550 Grad geglüht. Bei kleineren Proben reicht eine Glühzeit von 2 Stunden aus, bei größeren kann dies länger dauern. Anschließend kann die Probe entnommen werden und im Exikator abgekühlt werden. Der Exikator verhindert, dass die Probe Feuchtigkeit aus der Luft aufnimmt und sich so die Masse ändert. Nach dem Abkühlen wird die Probe gewogen. Zur Auswertung des Versuchs wird der Masseverlust der Probe und damit der Glühverlust berechnet. Der Masseverlust, also die Masse der verglühten organischen Bestandteile, wird durch die Differenz der ursprünglichen Masse vor dem Versuch und der Masse nach dem Versuch berechnet. Der Glühverlust beschreibt den Anteil der organischen Masse an der Gesamtmasse, ist in Prozent anzugeben und wird abgekürzt als VGL angegeben. Betrachten wir uns die Durchführung des Versuchs und die Bestimmung nun an einem Beispiel. Der Tiegel wird im Muffelofen ausgeglüht, abkühlen gelassen und eingewogen. So erhalten wir das Gewicht des Tiegels von 23,2286 Gramm. Nach dem Zerkleinern und Sieben der zuvor bereits getrockneten Probe wird sie in den Tiegel gegeben und eingewogen. So erhalten wir das Gewicht von Tiegel samt Probe in Höhe von 40,4022 Gramm. Nun kommt sie für 2 Stunden in den Muffelofen und nach der Entnahme in den Exikator. Danach wiegen wir sie erneut ein und erhalten ein Gewicht von 39,1300 Gramm.
Aus der Trockenmasse der Probe plus Tiegel abzüglich des Tiegels lässt sich das Gewicht der Trockenmasse MD zu 17,1736 Gramm bestimmen. Aus der Masse der geglühten Probe plus Tiegel abzüglich des Tiegels lässt sich das Gewicht der geglühten Masse MgL zu 15,9014 Gramm bestimmen. Ziehen wir die geglühte Masse von der ungeglühten Masse ab, erhalten wir den organischen Anteil Δm in Höhe von 1,2722 Gramm. Diesen können wir dann durch die Masse der trockenen Probe Md teilen und erhalten so den prozentualen Anteil des organischen Gehalts, also den Glühverlust in Höhe von 0,0741 bzw. umgerechnet 7,41%. Anhand des organischen Anteils können die Böden nach DIN EN ISO 14688 Teil 2 klassifiziert werden. So können Böden mit Korngrößen kleiner 2 mm und organischen Bestandteilen in schwachorganische, mäßigorganische und starkorganische Böden unterschieden werden. Der Versuch zur Bestimmung des Glühverlusts nach DIN 18128 stellt somit die Möglichkeit dar, den prozentualen Anteil von organischen Bestandteilen innerhalb der Bodenprobe zu bestimmen. Und dieser Anteil ist wichtig, denn ein hoher organischer Anteil kann zu hohen Setzungen von späteren Gebäuden führen.